Der sogenannte Absolventenkongress in Köln, eine Jobmesse. Junge Menschen, ambitioniert mit besten Noten, drängen sich vor den Ständen der Unternehmen. Sie wollen Jobs, endlich den Sprung in den Arbeitsmarkt schaffen, doch viele hängen in der Luft. Es ist nicht so einfach aktuell. Also sehr viele suchen, aber gerade ohne Arbeitserfahrung einfach ist es aktuell sehr schwer. Also das war jetzt schon 2-, 3 Mal bei mir eben der Knackpunkt, wo sie gesagt haben, ja, wir haben jemanden gefunden, der hat eben mehr Arbeitserfahrung. Von anderen habe ich gehört, dass man schon eine Zeit lang braucht, dass man schon so ein paar Monate oder ein halbes Jahr suchen muss, bis man was findet. Hanna Zupfer hat Medienmanagement studiert. Seit Herbst schreibt sie nun Bewerbungen ohne Erfolg. Vielleicht tut sich ja hier etwas auf. Im Karrieregespräch am Stand eines großen Konzerns, der ja immer Bedarf haben müsste an guten, engagierten Marketingleuten. Doch leider kein Hoffnungsschimmer. Sie hat Informatik studiert, bis vor kurzem noch eine sichere Bank, doch mittlerweile nicht mehr. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Wir haben mal sehr schnell Jobs gefunden, vielleicht 10 Bewerbungen rausgeschickt und dann 3, 4 Vorstellungsgespräche gehabt. Aber jetzt schicken wir 200, 250 Bewerbungen raus, um vielleicht 2- oder 3-mal eingeladen zu werden. Auch in Ihrem Bereich, Informatik, Programmieren, schlägt künstliche Intelligenz alles kahl. KI hat so viele Jobs, so viele Stellen auf dem Gewissen. Wofür eine Person 5 oder 10 Stunden benötigt, braucht die KI Sekunden. Wie umgehen mit dieser Revolution? Sich unbedingt auseinandersetzen mit KI, mit digitalen Tools, raten Firmenchefs und Personalentwickler den Absolventinnen und Absolventen, um sich fit zu machen für die Arbeitswelt. Ja, das kann durchaus helfen, ja. Also schon mal im Studium zum Beispiel zu nutzen, wenn man Projektarbeiten hat, Projektmanagement-Tools, ja, online, die auch teilweise KI-basiert sind, schon mal auch anzubringen. Das kann man ja auch in seiner Bewerbung sehr gut darstellen, denn was wir ja wollen, sind Innovationen voranzutreiben. Aachen, eine der führenden technischen Hochschulen in Europa. Wer hier studiert, wird mit Kusshand genommen. Das galt lange Zeit. Doch mittlerweile nicht mehr. Ich bin jetzt seit dem 1. Oktober mehr oder weniger konsequent am Bewerben. Und wenn man mal eine Rückmeldung bekommt von einer von den wenigen Stellen, die zur Verfügung sind, dann ist sie oft halt einfach nicht mal eine Einladung zum ersten Gespräch. Es gab auch schon erste Gespräche und dann geht es in die zweite Runde. Und das ist also alles sehr eng auf dem Jobmarkt aktuell, würde ich sagen. Anja Robert von der uni-eigenen Karriereberatungsstelle hat viele verunsicherte junge Leute vor sich sitzen. Seit Firmen wie Bosch, Wacker, Siemens oder VW tausende Stellen streichen. Bestes Beispiel Automobilbranche, wahnsinnige Transformationsprozesse. Die Leute, die bei uns Maschinenbau in Aachen dauert 5 Jahre, die da angefangen haben, sich auf den Automotive-Bereich vorzubereiten, die müssen sich jetzt verändern. Dafür sind andere Branchen gerade stark. Rüstungsindustrie kennen wir sicherlich gerade alle aus den Medien, weil da einfach ein großer Nachholbedarf ist. Also insofern, Fenster haben sich geschlossen, definitiv in manchen Branchen. Fenster tun sich auf in anderen Branchen. Abseits der Konzerne entsteht viel Neues. Wenn wir uns Technologien im Batteriebereich angucken, Vernetzung von Mobilität angucken, Mobilität neu denken, alles das sind total spannende Themen in der Peripherie der Automotive-Branche. Häufig aber eben leider etwas schwerer zu finden, weil die nicht diese großen Namen haben. Also insofern finde ich das aber trotzdem wichtig, sich da auf den Weg zu machen. Die Zukunft ist schon noch spannend. Die ist nicht so düster, wie man vielleicht manchmal denkt, sondern da tun sich auch viele neue Türen auf.